Bei Veracity trifft E-Sports und digitales Entertainment auf die Werbebranche. Now understand that Veracity is in the online gaming and advertising niche. Doch so klein ist die Nische gar nicht, oder? Was erwartet dich im Video? Veracity will Werbebetrug lösen, doch wie geht das? Welche Rolle spielt der VRA-Token? Wir klären in Teil 2 die aktuellen Tokenomics. Und zu guter Letzt Veracity, eure Meinungen und mein Fazit. Ich habe euch auf YouTube, Twitter und Insta gefragt, so denkt ihr über das Projekt. Von daher dranbleiben, liken und los geht's. Gaming, Videostreaming und digitales Entertainment wächst. Allein der E-Sports-Markt kam 2022 weltweit auf 532 Millionen E-Sport-Zuschauer. 2023 schätzt ein Report die monatlichen Zuschauer in den USA auf über 30 Millionen. Und dann überlegt mal die Reichweite durch große Videoplattformen wie YouTube. YouTube hat allein monatlich über 2,5 Milliarden Nutzer. Da lohnt sich doch die Werbetrommel zu rühren, oder? Welches Problem hat die Werbeindustrie? $100 billion ad fraud problem. 100 Milliarden Dollar. Ganz schön viel. Was genau ist mit dem Werbebetrugsproblem gemeint? 2022 wurden knapp 550 Milliarden US-Dollar für Online-Werbung investiert. 2023 werden weltweite Ausgaben von über 600 Milliarden prognostiziert. 2027 schon schlappe 870 Milliarden US-Dollar. Doch diese Werbung konsumiert in 40% kein Mensch, sondern ein Bot. In 40% ist eine Werbekampagne also für die Tonne, weil für Views bezahlt wird, die gefaked sind. Weil ein Bot die Algorithmen von Plattformen wie YouTube manipuliert. Auch die milliardenschwere E-Sports-Branche ist vom Werbebetrug betroffen und leidet unter Umsatzeinbußen. Digitaler Werbebetrug kostet die Medienunternehmen schätzungsweise 4,5 Millionen US-Dollar pro Stunde. Warum soll ich als Unternehmen so viel Kohle für Kampagnen ausgeben, wenn die Werbung eh kein echter Nutzer sieht? You are fake news. Yes, Trump. Many fakes outside. Werbebetrug betrifft übrigens alle Teilnehmer der Werbekette. Vom Content Creator, mich, dessen Content anhand Klicks bewertet wird, bis hin zum Zuschauer, bis zu dir da draußen. To run online advertising, you need 4 things. An advertiser who wants to run an ad, a platform such as YouTube, a content creator on that platform such as myself, and a viewer such as you. Die Zuschauer bekommen ein trügerisches Bild vom jeweiligen Content. Sponsoren und Werbetreibende werden in die Irre geführt. Influencer, die tollen Content liefern, aber keine Fake-Views kaufen, werden benachteiligt. Ach ja, wenn du, ein echter Zuschauer, meinen Content toll findest, kannst du mich ganz einfach unterstützen. Drück schnell auf Like, abonniere mich und teile den Kanal mit anderen echten Zuschauern, die du von Krypto faszinieren willst. So sparen wir uns hoffentlich viele Fake-Views. Danke dir und weiter geht's. So essentially, we are a patented anti-fraud solution. We use the blockchain for some of these components. Veracity sagt der Fake-Bot-Branche den Kampf an. Die Waffe ist eine zugrunde liegende Technologie. Es ist das patentierte Proof-of-View-Protokoll. Proof-of-View treibt die Business-Plattform VeraViews und dessen Werbetechnologie-Module an. Veracity will sich damit auf Plattformen wie YouTube so smooth wie möglich integrieren lassen, damit der Nutzer nichts an seinen alten Gewohnheiten ändern muss. We take our ad tech stack, which is VeraViews, and we prevent the views, the fraudulent views by bots before they can be counted as a real view. VeraViews prüft über zahlreiche Metriken, ob die Anzeige ein echter Mensch oder ein Fake-Bot sieht. Ein Bot wird in Echtzeit enttarnt. Die verifizierten Zuschauer und dazugehörige Werbekampagne-Daten werden über die Blockchain transparent aufgezeichnet. Echte Zuschauer erhalten dabei eine anonyme ID. Die KI-Technologie hilft Proof-of-View, die Statistiken zu sortieren und zu bewerten. Das Ergebnis ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, denn ein Influencer kann seine Videos gezielter über die Einbettung von Werbung monetarisieren und seine Einnahmen steigern. Die werbetreibenden Unternehmen erhöhen ihre Kampagnen Return of Invest, weil die Werbung über den Influencer beim echten Zuschauer landet. Der Zuschauer verdient wiederum VRA-Tokens, indem er die Werbung schaut, und Veracity verdient mit an den Werbeeinnahmen und durch seine Unternehmenskunden. Übrigens, Proof-of-View kann auch bei der Authentifizierung von NFTs verwendet werden. NFT-Betrug über Wash-Trading oder Scams zum Beispiel hat bisher viele Künstler aus der traditionellen Welt abgeschreckt. 9 von 10 Menschen sind laut einer Umfrage mit 1000 befragten US-Bürger schon auf einen NFT-Betrug hereingefallen. Veracity bietet eine eigene E-Sport-Plattform Vera Esports an. Vera Esports enthält VeraViews, NFT-Features und das Watch-and-Earn-Programm. Ob Zuschauer, Gamer oder einfach nur Anleger, über 350.000 Community-Mitglieder nutzen das Vera Wallet, um den VRA-Token zu kaufen, zu halten oder zu staken.
Was sagt Jay dazu? Da haben wir noch 15% Staking-Rendite. Heißt, wer letztendlich Veracity auch hält, der sollte es auch staken. Ja, also bei der Rendite macht das Sinn. Neben Softwareprodukten gibt es das passende Hardwareprodukt. Die Vera Card geht bald an die EU-Bürger an den Start. Und letztes Quartal stellte Veracity den Prototypen der Zahlungs-App Vera Pay vor. Du merkst, das Team gibt gerade ganz schön Vollgas auf der Roadmap. Neben Marketing drückt Veracity auch im B2B-Kontakt auf die Tube. Im Oktober 2022 trat VeraViews offiziell dem Amazon Ads Partnernetzwerk bei. Amazon Ads gehört mit Werbeeinnahmen von über 30 Milliarden US-Dollar zu den größten Werbenetzwerken der Welt. Über dieses Netzwerk steht dem Team nicht nur ein Experte mit hohen Ressourcen zur Verfügung, sondern ein Netzwerk, das die Reputation von Veracity steigert und weitere Kunden anziehen könnte. Der Beitritt zum Amazon Ads Partnernetzwerk ist der erste Schritt. Wir werden nun auf den Status eines verifizierten Partners hinarbeiten und Amazon Ads Zertifizierungskurse absolvieren, damit VeraViews unsere Lösungen Amazon Ads Kunden besser präsentieren kann. Und dann gibt es da noch so ein Gerücht. Kommt eine zukünftige Partnerschaft mit Google Ads? Mein Kollege Jay nahm dazu bereits Stellung. Die Gerüchteküche munkelt ja sowieso, dass da mit Google dann da schon Gespräche waren. Also Gespräche waren auf jeden Fall. Ob das da wirklich integriert wird, keine Ahnung. Ne? Das wäre jetzt Halbwissen oder Gerüchteküche wieder in dem Sinne. Ach, was wäre Krypto ohne seine Achterbahnfahrten der Gefühle? Die Veracity-Technologie braucht den VRA-Token. Wenn ein Unternehmen über VeraViews Werbung schaltet, muss es VRA-Tokens im Vera-Wallet hinterlegen. Daraus entsteht ein Treuhandpool. Immer dann, also wenn ein echter View bewiesen wurde, also Proof of View, wird der Pool entsperrt. VRA-Tokens gehen als Belohnung an den Zuschauer raus, als Bezahlung an den Content Creator und als Einnahmen ans Veracity-Netzwerk. Je mehr Unternehmen also über VeraViews Anzeigen schalten, desto mehr Einnahmen für alle Beteiligten. Hat Veracity eine eigene Blockchain? Ja und nein. Veracity hat keine eigene Basis-Blockchain in diesem Sinne, sondern baut auf Ethereum. Allerdings gibt es die VeraChain. Das ist die Seitenkette im Tech-Stack-Bereich von Veracity, auf der die Proof-of-View-Daten verifiziert und gespeichert werden. Nur große Transaktionen laufen über das Ethereum-Mainnet, weil die Gasgebühren sonst viel zu teuer werden würden. Dann ist Vera auch ein ERC20-Token? Nein! Cooles Fun-Fact am Rande. VRA ist kein ERC20-Token mehr. VRA ist jetzt ein ERC777-Token. Da gab es einen Swap. ERC777 ist mit ERC20 kompatibel und hilft, die eigene Proof-of-View-Technologie leichter an Ethereum anzubinden. Das Team entschied sich bewusst für Ethereum und nicht für eine eigene Blockchain, um von der ETH-Reichweite bestmöglich zu profitieren. Ist VRA deflationär? Ja, VRA ist deflationär. Das gelingt durch verschiedene Burn- und Buyback-Mechanismen. Begonnen wurde damit 2023. Veracity nimmt einen Teil der Einnahmen vom VeraViews Adstack, kauft damit regelmäßig die Tokens aus der Umlaufmenge zurück und vernichtet sie dann. Wir haben im ersten Halbjahr 2023 155 Millionen Tokens verbrannt. Das entspricht über 1,5% des zirkulierenden VRA-Angebots. Bei dieser Verbrennungsrate werden in circa 3 Jahren fast 10% der Umlaufmenge verbrannt. Momentan läuft eine Abstimmung über die Tokenomics. Diese sind etwas verwirrend, wenn man sich nicht tiefgründig damit auseinandersetzt. Dies wird aber jetzt eventuell geändert, je nachdem die Abstimmung ausfällt. Bin investiert, aber verwirrt wegen der Tokenomics. Kannst du mir bitte erklären, was sich ändern soll? Danke. Was die Tokenomics angeht, so wird aktuell gerade innerhalb der Community viel diskutiert. VRA hat zum Stand des Videos ein Gesamtangebot von 110,3 Milliarden Tokens, von denen aufgerundet 10,3 Milliarden, sprich 10%, im Umlauf sind. Wo sind die anderen 100 Milliarden? Ja, und da haben wir auch schon den Tokensalat. Denn alle VRA-Tokens haben aktuell die gleiche Smart Contract-Adresse, obwohl die Tokens unterschiedlich verwendet werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir auf der einen Seite 10,3 Milliarden VRA-Tokens, die in der Umlaufmenge sind. Auf der anderen Seite haben wir 90 Milliarden Proof-of-View-Tokens. Es handelt sich um Proof-of-View-Token, die nur für die Datenverbreitung bestimmt sind. Sie werden geprägt und verbrannt und gelangen nie in Umlauf. Diese 90 Milliarden Tokens fungieren wie Markierungstokens. Sie markieren die Zirkulation der Daten, sei es, wenn im Rahmen von VeraViews ein Unternehmen eine Werbekampagne schaltet oder um NFTs zu markieren.
Und dann gibt es da noch die War Chest Tokens, die Kriegskassen-Tokens übersetzt. Das sind weitere 10 Milliarden Tokens. Die Kriegskasse dient als Rücklagekapital für Unternehmensakquisitionen, ähnlich wie bei einem Fusions- oder Übernahmeprozess von börsennotierten Unternehmen. Die Tatsache, dass wir solche Aktivitäten planen, zeigt, dass wir sehr langfristig denken und sorgfältig abwägen, ob sich eine mögliche Akquisition in Zukunft voraussichtlich positiv auf unsere Marktkapitalisierung auswirken wird. Würde Veracity zum Beispiel ein Werbetechnologieunternehmen aufkaufen, wären die Tokens zwar für einen vordefinierten Zeitraum weggelockt, würden dann aber letztendlich in die Umlaufmenge zurückfließen. Eine Sorge, die wohl viele Anleger beschäftigt hat. Die Kriegskasse ist wahrscheinlich der am häufigsten missverstandene Aspekt unserer Tokenomics. Es trägt nicht zum zirkulierenden Angebot bei. Und wenn doch, würden wir die Leute im Voraus darüber informieren. Aber egal, wie wir es kommunizieren, das Kernproblem besteht darin, dass es klarer gestaltet und dargestellt werden könnte. Und aus diesem Grunde stimmt sich gerade Veracity bis Ende Q3 2023 mit der Community über ein Consultation Paper ab, um die Tokens klarer auf CoinMarketCap und CoinGecko darzustellen. Es soll sogar bereits mögliche Lösungsvorschläge geben, bei denen die 10 Milliarden Tokens aus der Kriegskasse endgültig geburnt werden könnten. Und die 90 Milliarden Proof-of-View-Tokens in einen neuen Contract umgeschrieben werden. Doch zum Start des Videos ist noch nichts in Stein gemeißelt. Falls ein Video kommen sollte, bitte auf den Punkt eingehen, warum 8 Wallets ca. 70% der Token halten. Ja, das stimmt. Die 8 größten Adressen halten mehr als 70% der Tokens. Warum ist das so? Zunächst, ich habe mir das mal angeguckt. Die 7 Wallets mit den einmal 10,8 Milliarden und den 6 mal 10 Milliarden Tokens. Das müssten Wallets sein, die Veracity im Rahmen seiner VeraViews-Technologie angelegt hat. Wir sehen zum Beispiel bei der Adresse auf Rang 1, dass auf diese Adresse 10,8 Milliarden Tokens transferiert wurden, indem sie gemintet wurden. Keine weiteren Transaktionen gehen von dieser Adresse weg. Gleiches gilt auch für den Transaktionsverlauf der Adressen 2 bis 7. Ich vermute mal, es handelt sich hierbei um einen Teil der 90 Milliarden Markierungstokens, die in einem Wisch erzeugt wurden. Diese Tokens braucht Veracity, um seinen Kunden eine reibungslose VeraViews-Lösung bereitzustellen. So würde ich mir die ersten 7 Adressen zumindest erklären. Bei Wallet-Adresse 8 wurden auch erst Tokens geprägt. Seit Juni 2023 gehen jedoch regelmäßige Transaktionssummen an immer die gleichen Adressen raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier Veracity in Zusammenhang mit Prozessen von Proof of View aktiv arbeitet. Wissen tue ich es aber sicher nicht. Hast du vielleicht mehr Infos dazu? Wenn ja, schreib uns doch gern einen Kommentar. Noch ganz allgemein gesprochen. In der Liste der Top-VRA-Halter befinden sich wohl auch Adressen von Unternehmenskunden. Veracity gibt die Wallet-Adressen seiner Kunden jedoch nicht öffentlich bekannt. Der Grund? Es würde VeraViews zu einer unattraktiven Plattform machen, wenn Unternehmen A beispielsweise genau sehen könnte, was Unternehmen B im letzten Quartal für Werbung ausgegeben hat. Klingt für mich plausibel. Und dann finden sich immer wieder Exchanges unter den Top-Haltern. Das sind vermutlich die Börsen, die VRA gelistet haben und Tokens für den Handel brauchen. KuCoin taucht dabei häufiger auf. Auch das liegt vermutlich daran, dass Veracity mit Drittanbietern wie KuCoin zusammenarbeitet. Und zwar verwahrt Veracity dort zusätzlich zum VeraWallet Tokens auf, wo die Tokens dann versichert liegen. Der Grund? Wie wir bei vielen anderen Projekten im Kryptobereich gesehen haben, können Verluste, die durch Hacks entstehen, nicht immer ausgeglichen werden. Dies würde nicht nur unsere Fähigkeit beeinträchtigen, effektiv Geschäfte zu machen, sondern würde sich auch auf die Stake-Belohnungen an VRA-Inhaber im VeraWallet auswirken. Auch hier, das lässt sich für mich alles plausibel erklären. Es geht quasi um die Sicherheit des ganzen Systems und ganz ehrlich, lieber ein Notfallplan, auch wenn es über zentralisierte Börsen läuft, als gar kein Plan und den Totalverlust. Klingt für mich nach dem kleineren Übel. Ich habe euch auf sämtlichen Kanälen gefragt, wie siehst du Veracity? Die meisten von euch denken positiv über das Projekt. Geil. Wird vieles in den Schatten stellen. Ihr findet die Community sehr stark. Weil das Projekt eine klare Lösung für ein Problem bietet und die Community gewaltig ist. Viele von euch setzen auf die patentierte Technologie. Das Projekt ist bisher einzigartig und noch dazu hat es die entsprechenden Patente. Und die Art, wie Werbung revolutioniert wird, der Use Case. Use Case ist sehr interessant. Wird Werbung revolutionieren. Selbst investiert und guter Use Case. Einige von euch sehen in Veracity eher eine kurzfristige Option
für den nächsten Bullrun. Nice Möglichkeit! Hoffnung auf 30x. Einige von euch glauben langfristig an das Projekt und holen auf 5 bis 6 Jahre. Ein funktionierendes Projekt mit außergewöhnlich starken Fundamentaldaten und zusätzlich ein deflationärer Token. Für mich eines der wenigen wirklich guten Investitionsmöglichkeiten in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Andere von euch sind weniger interessiert, einfach weil sie zum Beispiel gar nicht das Thema Gaming interessiert. Weil sie das Projekt als zu riskant einstufen. Oder sie die Tokenomics einem Kleinanleger gegenüber weniger fair empfinden. Manche sind sogar in das Projekt investiert, gerade weil sie es als hochspekulativ einschätzen. Denn es könnte ja den einen oder anderen positiv wie negativ überraschen. Ich interessiere mich auch seit sehr langem für VRA. Wie sieht's denn bei dir aus? Was genau ist dein Take? Ich kann vieles davon von euch nur widerspiegeln. Wenn ich mir den Status Quo anschaue, dann sehe ich einen Mehrwert für die Werbeindustrie. Eine Technologie, wo VRA Utility erhält. Was mir auffällt, ist allerdings auch, dass Veracity dieses Jahr sehr stark auf den Aufbau seiner Community und den Vertrieb setzt. Die Community erhält genügend Anreize, das Marketing läuft heiß, die Produkte passen. Das zieht wiederum Unternehmenskunden an, befeuert das Businessmodell, macht den Erfolg aber auch strategisch abhängiger von einer wachsenden Nutzerbasis. Die Strategie muss weiter aufgehen, in guten, aber auch wie in schlechten Zeiten. Was ich sehe, ist daher auch eine Momentaufnahme. Ich kann nicht sagen, ob der Netzwerkeffekt groß genug werden wird in Zukunft. Über die Nähe zu Ethereum ist eine hohe Skalierung denkbar. Der Markt gegen Werbebetrug sucht nach Lösungen. Und die Zukunft ist nun mal digital. Online-Gaming, Videostreaming, Social Media. Die Veränderung der Tokenomics steht auch noch aus. Wie wirkt sich das kurz- und langfristig auf den Preis aus? Persönlich hat mich am meisten der Use Case fasziniert. Als Content Creator weiß ich, wie viel Arbeit hinter einem Video stecken kann. Doch wie viel Arbeit davor investiert wurde, das interessiert den YouTube-Algorithmus nicht. YouTube will viele Klicks, am besten viele Videos und genau diese Videos landen dann bei dir oder beim gefakten Zuschauer. Warum belohnt YouTube nicht die Qualität des Contents? Wie viel ist YouTube ein guter Content wert? Wenn Veracity dazu beiträgt, dass große Plattformen ihre Algorithmen in unserer Fakebot-Ära überdenken, dann gibt's von mir ein echtes, verifiziertes Like. Hey, das war's. Wie du jetzt weißt, für mich zählst du als echter Nutzer. Von daher, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da und teile das Video mit anderen, um mich zu unterstützen. Ich danke dir schon mal. Mehr Content von mir zu Krypto gibt's auf meinem Kanal. Schau dich einfach um. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, über 30 Grad heute. Schweißbadend und blutend stehe ich heute vor der Kamera für euch. Hi, Jay. Es ist einfach heute zu heiß.